Hi Leute, willkommen zu Dran gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Labwaffenbau und einige anderen Sachen. Aber wer meine Videos schon gesehen hat, kennt das. So, und zwar heute Thema wird sein, wir werden ein Unterarmschild bauen. Und zwar habe ich vor kurzem eine E-Mail bekommen von einem Timo. Schöne Grüße übrigens, netter Kerl. Und hat mich gefragt, ob ich nicht irgendwie ihm Tipps geben könnte. Da habe ich natürlich gemacht, kennt mich ja. Und hat dann gefragt, beziehungsweise ich habe dann angeboten, eventuell dazu mal ein Video zu machen, was ich jetzt natürlich auch machen werde. Ne? Weil das Erklären ist immer eine Sache, zeigen ist wahrscheinlich besser. Das wird jetzt aber nur so, wie ich es mache, sein. So, naja, gut. Ihr könnt dann selber draus gucken, wie ihr das dann für euch machen wollt. Das ist jetzt nur so, wie ich es selber machen würde. Habe jetzt so eine normale kleine Schildform, so für den Unterarm genommen. Ist halt Sinn, oder beziehungsweise der Zweck soll sein, eine Zweihandwaffe, dass der Unterarm, der linke, ein bisschen geschützt ist. Also ein bisschen wie eine Armschiene, nur halt in Schildform. Und da die klassische Schildform einfach mir so spontan in den Kopf gekommen ist, weil das einfach das Einfachste ist, wenn wir das jetzt mal machen. Dann bleibt dabei, wenn euch das Thema interessiert. Wir sehen uns. Dann fangen wir mal so ein bisschen an zu erklären, was ich vorhabe mit dem Teil. Und zwar, wie gesagt, habe ich schon die Schablone gemacht. Habe dann zwei Zehnermatten genommen. Dann habe ich ein altes Baurohr. Könnt ihr natürlich auch so ein Stück von einer Regentonne nehmen. Na gut, müsste ein bisschen breiter sein, aber zum Beispiel, wenn ihr noch irgendwie irgendwas da rumfliehen habt an Kunststoff oder sowas, was ein bisschen dicker ist und auch ein bisschen flexibel, ne? Aber das hier, so ein Baurohr kriegt dafür, ich weiß nicht, 2 Euro im Baumarkt. Wie ihr seht, da habe ich auch schon mal was ausgeschnitten. Ich glaube, das war ein ähnliches Projekt. Bin jetzt schon mal hingegangen, habe ja schon mal so ein bisschen die Maße auf. Aber was heißt die Maße? Also ich bin hingegangen, habe eine halbwegs brauchbare Breite, weil ich muss noch ein paar Lederriemen hier dran machen, damit das am Arm hält. Überlegungstechnisch Unterarm, 2 Schnallen, habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ne? Ist noch nicht ganz fertig, aber schon mal so ein bisschen, weil ein paar Sachen will ich euch schon noch erklären. Werden wahrscheinlich auch wieder bestimmt 2 Teile werden, das Video, weil es sonst zu lang ist. Wird dann hier das Ganze absägen. Hab mir überlegt, hier das Teil ist ja noch so ein bisschen gewölbt. Ist nicht viel, ein paar Millimeter. Dass hier auf dem Handbuckel ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit ist. Werde ich sowieso noch machen, weil hier ein bisschen höher wird. Aber das zeige ich euch. Ja, ich würde sagen, Pattex haben wir stehen. Die Schnallen müssen wir auch noch fertig machen. Habe ich ein bisschen dickeres Leder. Hier unten, das ist jetzt nicht ganz so schön geworden. Das habe ich mal so grob ausgeschnitten, weil bei den Schnallen, da brauche ich sowieso nicht so lange. Macht das auch aus 2 Teilen. Theoretisch könnte man auch einmal so einen langen drumherum machen, aber ich habe mich jetzt für 2 Teile entschieden. Ist ja egal. Wie gesagt, ist nur so, wie ich es jetzt mal mache. Ist auch so ganz spontan jetzt eigentlich, nur weil ich halt das Zeug da habe. Ja, dann fangen wir jetzt uns an zu sägen. Sägen wollte ich euch mal ein bisschen ersparen. Das ist immer so ein Krampf mit den Dingern. Am besten nimmt ihr irgendwie eine Stichsäge oder einen Fuchsschwanz. Also elektrisch. So, dann haben wir das Teil. Das wird jetzt quasi die Basis, wo dann nachher die Schnallen drauf kommen. Wenn ihr gesägt habt, nehmt euch einen Cutter. Also generell, wenn ihr irgendwas aus Kunststoff macht, für Kerne, für ein Schild zum Beispiel. Ne? Ist ja auch ein Schild, nur halt ein bisschen kleiner. Nehmt eine Cutterklinge und brecht die Kanten. Einfach so über die Kanten drüber. Ja. Ihr seht, da kommen so ein bisschen diese Löckchen runter. So, knipse ich hier mal ein bisschen noch die Ecken ab.
natürlich auch einen Seitenschneider für nehmen, das ist eigentlich egal, was ihr da nehmt. So. Gehen wir auch noch mal ein bisschen drüber. Das wäre dann soweit der Kern. Ja. Wenn wir noch mal so ein bisschen drüber gehen, gucken, ob da auch schön alles glatt ist. Und hier kann man ein bisschen. So. Hier jetzt noch was. Wie gesagt, damit ihr halt keine scharfen Kanten dann habt, einfach noch mal so ein bisschen über die Kante, so einen 45 Grad Winkel, ab und zu auch mal flach, weil hier hast du dann so schon mal ein bisschen Grad. Und dann halt immer zu gucken, noch mal so ein bisschen drüber gehen mit den Fingern, ob er keine scharfe Kante mehr merkt. Das sieht gut aus, kann man so lassen. So, das wäre quasi unser Kern. Jetzt wollen wir mal gucken, habe ich irgendwo schon eine mittlere Linie drauf gemacht? Natürlich nicht, aber das ist egal. Kann man gleich noch machen. Hier hatte ich nämlich eine mittlere Linie, die allerdings ist hier auf der falschen Seite. Die brauche ich hier. Die gucken wir dann auch mal. Das ist ein bisschen blöd mit dem Bandmaß. 7. Das ist ungefähr über 3,5. Das ist nämlich quasi nachher, wenn ich das Ganze hier anlegen will, dass ich das wenigstens mittig habe. Dann gehen wir auch direkt hin. Wir nehmen einfach hier die Schablone. Ist vorne nicht ganz spitz geworden, weil ich habe jetzt eine einfache 40er Matte genommen. Früher waren sie auf 50, bei den meisten kriegst du jetzt noch mit 40, damit man halt nicht so viel Material braucht. Da habe ich dann halt einfach nur 40 von der Länge genommen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. So. Schauen wir mal, das Ding ist natürlich wieder zu kurz. Aber das ist nicht schlimm. Dann machen wir einfach hier oben. Haben wir das schon gerade abgeschnitten. Legen wir einfach den Winkel an. Und hoffen, dass da alles halbwegs gut aussieht. Irgendwie macht das mir aber trotzdem ein bisschen schiefen Eindruck. Ich weiß es nicht, Leute. Naja. Muss ja nicht so hundertprozentig sein. Fällt bei dem Schild nicht so, bei so einem Schild nicht wirklich auf. So. Wie gesagt, dann haben wir dann quasi das Teil. Dann haben wir hier und da. Müssen wir dann nachher mal gucken, wie wir das am besten positionieren vom Arm. Hängt natürlich dann auch von eurer Armlänge ab, ob ihr lange oder kurze Arme habt. Ne? So, dann gehen wir jetzt erstmal hin. Das haben wir soweit schon mal fertig. Bringt so das Teil nach vorne. Wie gesagt, ihr seht ja hier so ein bisschen also bei mir, ich habe so ein bisschen überlegt, dass ihr dann quasi hier so ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habt. Also ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken. Weil ich werde wahrscheinlich hier, mache ich noch ein bisschen dickere Matte rein. Dann kommt nachher noch Leder drüber, damit das sich nicht so schnell ablösen kann. Damit ihr halt ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit mit dem Handgelenk habt. Vielleicht mal auch bis hier. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Jetzt gehen wir aber erstmal hin. Brauchen wir erstmal ein paar Löcher. Und zwar mal schauen. Ich denke jetzt natürlich wieder von ab, wo ich das Ding fesse. Na, egal. So, pass auf, Leute. Wir machen einfach mal so. Wir machen hier ein Dings. Und hier. Ich mache jetzt einfach mal von der Schnauze. Nachher können wir ja immer noch mit dem Schaumstoff ein bisschen rumprobieren. Das ist jetzt nur erstmal, damit wir das Ding nachher auch fest zurück können. So, dann haben wir jetzt hier schon mal die Teile. Da kommen dann quasi die Dings. Nur wie gesagt, ich will bloß 2 Teile machen. Aus einem wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe kein Leder, das lang genug ist. Naja, egal.
So, jetzt bin ich hingegangen, habe schon mal die Schnallen gemacht. Und zwar ist eigentlich relativ simpel. So ganz normale Messingschnallen, die habe ich von Lederkram. Ist jetzt keine Werbung für den Laden, ne? Nur da ihr wisst, wo ich sie her habt, könnt ihr auch überall woanders, bei Amazon oder wo auch immer ihr eure Schnallen kaufen wollt. Das ist, ich glaube, so 2 mm schwarzes Leder. Bin dann hingegangen, habe mit dem Kugelschreiber hier drin quasi so ein Rechteck aufgemalt und habe es dann mit Cutter ausgeschnitten. Da müsst ihr immer hingehen, gucken. Immer hier, ihr habt ja hier so einen kleinen Nüppel. Ne? Dass er dann immer so rumgeht, dass der Nüppel dann auch wieder auf der richtigen Seite ist. Ne? Dass der wieder so reinkommt. So, dann haben wir die zwei soweit fertig. Jetzt müssen wir Löcher haben. Könnt ihr eine Lochzange nehmen. Oder ihr nehmt einen Dremel, wenn ihr keine Lochzange da habt. Zur Not könnt ihr auch einen Nagel nehmen, nehmt euch ein Stück Brett, legt das vernünftig drauf, guckt, dass das festhält und haut mit dem Nagel durch. Dremel mit dem Bohrer, müsst ihr natürlich aufpassen, stinkt ein bisschen nach angebrannt. Ne? Oder halt eine Lochzange, je nachdem, was ihr da habt. So, dann nehme ich mal, ich mache dann jetzt 2 Löcher, immer zur Sicherheit bei mir. Ich traue mir da nämlich selber nicht, dass eins reicht. Ich mache erstmal das hintere. Das ist vielleicht falsch, aber wie gesagt, ich mache mit Leder ja nicht so viel. So, dann habe ich ein kleines Hämmerchen und eine kleine Metallplatte. Alternativ, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, keine Metallplatte habt, nimmt ihr 2 Hämmerchen. Den was kleineren zum Reindengeln und den was größeren als Ersatz für die Metallplatte, um dann die Niete da reinzuhauen. Jetzt habe ich hier Messing Doppelkopfnieten. Können dann natürlich auch normale Hohlnieten oder was nehmen, das ist egal. Ich nehme die jetzt nur halt, weil die einen relativ großen Kopf haben und so halbwegs zu dem Altmessing passen. Die hatte ich jetzt auch noch irgendwie von irgendwas rumfliehen. Ich sage ja, ich habe so auf die Schnelle mal ein bisschen zusammen improvisiert. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ob das mit den Abständen und der Löcher alle so stimmt, ist auch immer so eine Sache. Aber es klappt. Vielleicht hätte ich ein bisschen näher machen sollen. Das kann nämlich so wahrscheinlich ein bisschen rausrutschen, wenn man Pech hat. Naja, gut. Machen wir bei der anderen ein bisschen näher dran, dann müsste das schon passen. So. Ich habe noch immer so ein bisschen beim Kloppen, ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man da zu nah dran macht. Das ist immer so ein bisschen tricky dann. So. Jetzt haben wir hier schon mal die. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen zusammendengeln. Dann nehme ich einfach die Metallplatte. Guck, dass das so halbwegs bündig ist. Versuchen wir möglichst nicht dabei auf den Finger zu hauen, wenn es geht. Am liebsten mache ich das natürlich immer, wenn ich auf der Erde sitze. Ich bin ja sehr bodenständiger Mensch. Wie gesagt, immer ein bisschen gucken. Ich versuche nicht so viele Dellen reinzuhauen. Da haben wir schon wieder eine. Wie gesagt, guckt immer, dass es gut aufliegt. Hier habe ich schon wieder so eine kleine Delle rein. Hier ist es okay. Ne? Nur so als kleiner Tipp. So. Ich mache ja nicht allzu viel mit Leder, nur so ab und zu mal, wenn ich Lust und Laune habe. Das Ganze kann man natürlich auch vernähen, wenn man so richtig naja, Langeweile hat.
Ich bin mehr so der Nietmensch. So, das ist natürlich wieder. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen blöd. Normalerweise setze ich mich für sowas immer auf der Erde und tue die Platte immer so auf meinen Oberschenkel drauf. So, na ist egal, hat trotzdem funktioniert. So. So, weit haben wir das jetzt. Da müssen wir jetzt mal gucken. Hier mal hin. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Sieht schon wieder alles bei mir hier so aus wie Kraut und Rüben. So. Ich mache jetzt erstmal hier so einen kleinen Schnitt überall auf beiden Seiten und dann müssen wir mal schauen. Das ist dann, damit er den Riemen nachher besser reinkriegt. Sieht dann auch ein bisschen hübscher aus. Ja? Weil er den hier so reinkriegt. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie lange ich das Ganze mache. So, wir wollen ja mindestens 2 Nieten bei jedem Ding reinkriegen. Ich glaube, wir nehmen die Dinger als Anschlag. Also hier die Kante von dem unteren. Und dann gucke ich mal, dass ich da erstmal so 2 Löcher reinmache. Ich hoffe, das funktioniert auch vom Abstand her. Ein bisschen noch ranlassen, damit das hier nicht so schnell ausreißen kann. So, ist alles jetzt improvisiert, Leute. Also außer der Schablone habe ich mir da echt nicht so wirklich viel im Kopf gemacht. Also schon ein bisschen, der Rest ist natürlich alles ein bisschen Erfahrung. So, weil eine Art habe ich schon mal vor einer ganzen Weile gebaut. Aber war ein bisschen anders. So, dann müsst ihr immer gucken, von welcher Seite ihr am liebsten die Schnallen festzieht. Ob ihr die jetzt links rum oder rechts rum macht. Ja. Ich mache die am liebsten immer so rum. Dann hat man dann die Schnalle und kann dann, obwohl das kann man natürlich auch andersrum. Ich bin noch am Überlegen. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man sowas länger nicht gemacht hat. Andererseits wäre es natürlich praktischer, wenn ihr die Schnalle so rum habt. Naja, im Endeffekt ist es eigentlich mehr oder weniger scheißegal. So haben wir das innen. Ich mache die auf der Seite. So, dann gehe ich jetzt hin, lege das Teil hier einfach, wo ich vorhin schon die Linie gemacht habe, nehme ein Edding und mache einfach durch die 2 Löcher hier Punkte. So. Ja, dann haben wir hier schon die Punkte. So, mal gucken, drehen wir mal hier. So, mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Bohrer habe, der so halbwegs passt. Ich glaube, ich nehme erstmal einen relativ kleinen. Ja, dann haben wir jetzt schon mal die Löcher. Die müssten eigentlich auch groß genug sein, denke ich mal. Wenn noch irgendwas sein sollte, theoretisch mal angenommen, ihr habt da irgendwas, da könnt ihr natürlich auch, wenn vorausgesetzt die Nieten sind lang genug, könnt ihr natürlich auch eine Unterlegscheiben nehmen. Ne? Also das geht natürlich auch. Oder Popnieten. Funktioniert eigentlich auch. Ja? Müssen noch gucken halt, dass die oben, dass die groß genug sind, damit die nicht groß ausreißen können. Jetzt haben wir die hier vernünftig fest. Diesmal habe ich mal ein bisschen den Tisch genommen. Ab und zu kann man hier auch ein bisschen Krach machen. So. Dann gucken wir jetzt mal. Von der Länge müssen wir mal schauen, wie lang wir das machen. Vielleicht von der Komplettlänge schon. Weiß aber nicht. Lieber erstmal ein bisschen länger machen, wie nachher zu kurz.
Schauen wir mal, ob die gleich lang sind. Jo, sollte funktionieren. So, schauen wir jetzt erstmal, ob das hinhaut. So, lege ich das jetzt hier in der Kante an. Wie gesagt, wenn ihr ein Stück habt, was natürlich lang genug ist, könnt ihr natürlich auch hingehen und macht das Ganze aus einem Stück. Ja, das ist jetzt nur, ich habe, wie gesagt, habe alles improvisiert. So. Ich mache jetzt einfach dasselbe wieder wie auf der anderen Seite. Jetzt hin, ich mache das jetzt einfach so frei Hand. Das ist natürlich dann ein bisschen blöder, wenn ihr dann keine Lochzange habt. Ihr könnt natürlich auch ein Locheisen nehmen, habe ich nämlich auch noch vergessen. Das geht natürlich auch. Das wäre ja quasi wie eine Armschiene, ja? Auch mit 2 Schnallen, weil ihr ja das Handgelenk frei haben wollt. Okay, bei meinem dünnen Ärmchen hätte ich vielleicht noch ein paar Löcher mehr machen sollen. So, das Vordere ist jetzt ein bisschen wabbelig, aber jetzt seht ihr ungefähr, wie dann der Aufbau sein soll. Jetzt mache ich hier noch ein bisschen Dreiermatte drauf. Okay, ich habe mal ein bisschen wieder was aufgeräumt, damit es nicht so unübersichtlich wird. Und zwar habe ich jetzt Dreiermattenstücke mir genommen. Habe die so grob schon mal zurechtgeschnitten, dass die so hier reinpassen, mehr oder weniger. So. Ja, passt. Wie gesagt, das mache ich jetzt, damit das hier alles von der Ebene, also eine Höhe hat. Ich werde jetzt hingehen, die Teile, die lege ich jetzt erstmal so in Reihenfolge hin. Habe die alle ein bisschen größer gelassen, wie ich sie brauche. Dann gehe da hin. Ich nehme jetzt mal Schmirgelpapier und werde das Ganze ein bisschen anrauen. Nach innen kann man später machen. So, dann hier mal hin. Nehmen wir uns wieder ein altes Stück Zeitung, eine Dose Pattex, Schraubenzieher oder Schere oder irgendwas, um die Dose aufzukriegen. Dann nehme ich wieder einfach meinen gebrauchten Pinsel. Das Ganze jetzt hier, was ich angeraut habe, erstmal Pattex einkrakeln. Das Ganze habe ich jetzt ein bisschen antrocknen lassen. Ja, vielleicht ein bisschen zu kurz. Jetzt muss man natürlich gucken, dass ich das Ganze da auch vernünftig reinkriege. So, jetzt haben wir das Ganze so halbwegs auf einer Höhe. Wie gesagt, hier seht ihr ja, wenn das jetzt, sagen wir mal, wenn ihr ein Lederstück habt, was lang genug ist, könnt ihr das natürlich komplett mit Schnall und alles in einem Stück machen. Dann braucht ihr auch keine 4 Nieten, dann reichen vielleicht auch 2 oder 3. Ja. So, das ist jetzt die Grundbasis, wo ich den Schild dann quasi, also den Unterarmschild drauf aufbauen werde. Der kommt dann quasi ein bisschen geboren. Ja. Kommt der quasi dann hier so drauf. Hier müssen wir das noch ein bisschen kürzen. Aber das mache ich erst, wenn das richtig angetrocknet ist. Da versaut man sich nämlich jedes Mal die Klingen mit. Und dann schauen wir mal, wie das dann nachher wird. Das Schöne ist dann, das Teil, das können wir zwar auch mit Pattex dann draufkleben, das mache ich aber vielleicht mit Heißkleber. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. So, dann gehen wir schon mal hin. Und die Matte schon mal so ein bisschen vorbiegen, dass die schon mal so ein bisschen gewölbt ist. Können wir natürlich auch warm machen, aber muss jetzt nicht unbedingt. Ja. Deshalb mache ich nur halt angenehmer dann zum draufkleben. So.
Jetzt haben wir nämlich hier die Linien. Ich bin aber so dumm gewesen, man hat die Linien an der Außenseite gemacht. Brauche ich natürlich hier innen. So. Nehmen wir mal wieder hin. Ich hoffe, dass das auch wirklich die Mitte ist, Leute. Sieht danach alles nur ein bisschen komisch aus. So. Bin mir noch nicht so sicher, ob das nachher auf der Mitte ist. Das sieht nämlich alles noch ein bisschen schief und krumm aus. Muss ich ehrlich sein. Muss man ganz gucken. Also quasi haben wir dann ja hier die Linie, da die Linie. Und dann werden wir das Ganze so da reinmachen. Jetzt muss ich gleich noch gucken, vom Abstand her, wie das dann am besten ist. Und das können wir jetzt schon mal machen. Ich würde mal sagen, ja. Dann hat er doch noch so ein bisschen Handschutz. Vielleicht ein bisschen weiter nach hinten. Ja. So. Oder so. Ja, ich weiß noch nicht. Könnte man so machen. Ja, ich mache das jetzt einfach mal so. Gehen wir schon mal hier hin. Das können wir noch nicht. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal einen Anschlagpunkt. Weil hier steht noch das Matte ab. Dann können wir die schon schneiden. Dann haben wir das Ganze soweit schon mal angeschliffen. Können wir nämlich hingehen. Die Linie hat man ja schon. Dann geht er einfach hin, wibbelt das Ding einmal zu der Seite rüber, bis das quasi liegt. Und dann wibbelt er auf die andere Seite rüber. Und schon habt ihr quasi da, wo ihr kleben müsst. So einfach geht das. Gehen wir jetzt mal hin. Dabei müsst ihr dann wirklich gucken, dass das gut antrocknen lasst. Ich mache jetzt erstmal hier so in der Mitte das da. Das ist wirklich sehr wichtig, dass ihr das gut antrocknen lasst. Sonst hält das nämlich nachher nicht besonders gut die Form. Tue ich auch ein bisschen großzügiger drauf, also über die Linien. Ne? Also 100% ist das meistens auch nicht so ganz, was ich da gemacht habe. Also ein paar Millimeter drüber ist auch nicht schlimm. Kann nicht schaden. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal richtig gut antrocknen, damit wir das nachher auch vernünftig in Form bringen können. Ja, dann hoffe ich mal, dass das jetzt soweit angetrocknet ist. So. Sollte okay sein. Ja, ich geht auch ein bisschen aus mit Kohlensift. Kennt mich ja, ich kalkuliere immer ein bisschen rum. So. Jetzt müssen wir gucken, ob wir auf die richtige Seite erwischen. Das hier sollte vorne sein. Gucken nach die Linien in der Mitte. Drückt das Ganze schon mal dran. Das sieht schon mal ganz okay aus. Nehme ich hier mal so ein paar Bretter. Ich habe hier noch irgendwie so, keine Ahnung, Fußleisten oder irgend sowas rumliegen. Natürlich auch so. Nehmen wir mal so. Jetzt noch so relativ nah zusammen. So. Dann könnt ihr theoretisch jetzt hingehen. Macht dann noch ein Brett oder irgend sowas. Das Ganze noch ein bisschen fester gedrückt kriegt.
einfach mal wieder hier meinen schweren Betonklotz. Das ist gelogen, ist kein Betonklotz. Schwere Metallplatte. Die wiegt aber so 2-3 Kilo, denke ich mal. Ich stelle mir jetzt einfach mal hier so in die Mitte. Und die so wenigstens ein bisschen Gewicht hat. Das Ganze tun wir jetzt so. Drücken wir überall noch mal ein bisschen was nach. Ich hoffe, dass das gut hält nachher. Sollte aber eigentlich funktionieren. Die Wölbung ist doch ein bisschen größer, wie ich angenommen hatte. Aber naja, gut. Dann ist es halt so. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal trocknen. Ich habe mir das überlegt, ich werde wahrscheinlich 2 oder 3 Teile draus machen, damit das nicht so lang wird. Ich weiß ja, der eine oder andere hat ja so ein bisschen Aufmerksamkeitsdefizit und ist immer am Vorspulen. Kennt man ja, habe ich ja selber auch. Generation TikTok und Instagram. So, dann hoffe ich mal, dass ich bis hierhin euch schon mal ein bisschen inspirieren konnte für eigene Projekte. Dann sehen wir uns beim nächsten Teil, wenn ich an dem Teil weitermache. Ich hoffe, das Ganze hat euch soweit schon mal gefallen. Bleibt dran für das nächste Mal. Ne? Danke nochmal alle, die mich schon abonniert haben. Wenn Fragen oder was sind oder sonst irgendwas, denkt dran, immer in die Kommentare rein. Daumen hoch, freue ich mich auch. Sehen wir uns beim nächsten Teil für das Teil hier. Wir sehen uns.